Moin zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir aus der Rancor-Höhle. Ich werde euch heute ein wenig dazu abholen, warum ich das alles hier mache, ja, wie das jetzt hier mit diesem Kanal so weitergeht, was ich mir so vorgestellt habe, in welche grobe Richtung das geht, ohne zu viel spoilern zu wollen. Äh, ja, das Video 30 Jahre Sammelleidenschaft. Leidenschaft, ja, manchmal brennt sie, manchmal schläft sie ein bisschen ein. Aber dazu später. Warum mache ich das Ganze eigentlich? Ja, im Endeffekt, ja, der Plan ist einfach hier reich und berühmt zu werden. Ne? Geld stinkt nicht und ich muss mich eh bei YouTube beschweren. Ich habe vor 4 Tagen mein erstes Video hochgeladen und ich habe noch keinen Sponsorvertrag von Holy bekommen. Also irgendwie haben die da wohl was nicht übermittelt. Nein, das ist natürlich Mumpitz. Also ganz ehrlich, ich mache das in erster Linie für mich selber. Einfach, weil ich da Lust drauf habe und weil gerade im Lauf der letzten Jahre ist halt so ein bisschen, ja, so dieses Fieber ein bisschen verloren gegangen. Also klar, man hat hier im Laufe der Jahre ziemlich viel Zeug und Kram angehäuft, das ich immer noch total mag, aber es ist irgendwie so, ja, was soll ich sagen? Es ist halt einfach da. Ne? Du hast irgendwann Spaß dran gehabt, ne? Sieht schick aus und ja, und wenn man dann so überlegt, stehen hier manche Sachen habe ich ja wirklich seit 20, 25 Jahren und deswegen war es mir irgendwie ein Bedürfnis für mich selber so, die alten Sachen einfach mal wieder rauszukramen, sich da aktiv mit zu beschäftigen, also kleine Details wieder zu entdecken ähm, und sich auch an manche Geschichten zu erinnern, weil ich habe ja auch nicht alles irgendwie neu gekauft oder so. Es gibt damals aus diversen Zeiten gab's immer was, wo du halt einen Deal gemacht hast, Leute kennengelernt hast, dann dadurch Sammlerkollegen und Co. Ähm, und das Ganze einfach wieder wertzuschätzen, warum man das eigentlich macht, warum man da eigentlich Spaß dran hat, das steht so in erster Linie im Vordergrund. Und mal ganz abgesehen davon, ich habe in den ganzen letzten Jahren oder auch vor allem im letzten Jahr auch diverse Leute kennengelernt aus der Sammler-Community und Co. Ähm, und vieles, was ich halt habe oder was ich halt kenne, kennen viele so gar nicht. Man ist manchmal zu dicht dran. Ähm, heißt im Endeffekt, für mich sind manche Sachen so, ja, nicht selbstverständlich, aber ne, man kennt es dann halt. Andere so, ach, das gibt's, das gibt's, das gibt's. Und ja, das ist dann auch wieder schön, dann dadurch wieder diesen Austausch zu haben, letzten Endes. Ja, 30 Jahre sammeln. Wobei 30 Jahre war jetzt so schon fast zu klein gegriffen. Im Endeffekt ist es so gesammelt oder für diese Themen gebrannt. Das habe ich selber schon seit frühester Kindheit eigentlich. Also ich denke mal, viele können sich da reinversetzen, wenn man in den 80er Jahren groß geworden ist. Da führte kein Weg dran vorbei an Star Wars Kenner-Figuren, ähm, Masters of the Universe, Dino Riders, was es hinterher gab. Ich habe Starcom gehabt, Transformers, Mask. Man hat alles irgendwie gehabt und es war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Und da fing es ja eigentlich schon an. Also man hat ja eigentlich schon gesammelt. Es war halt das Spielzeug als kleiner Lütte. Ne? Aber im Endeffekt, ja, was soll ich sagen? Es war noch dieser Vintage-Sammel-Gedanke oder sowas dahinter. Ne? Und wie das im Leben so ist, man wird größer, ne? Spielzeug wird verkauft, verschenkt, weitergegeben. Ja, hinterher ist man ja immer schlauer, sonst hätte man das alles irgendwie schön in irgendwelche Boxen reingepackt und hätte dann definitiv, ja,
Vielleicht ist ein bisschen, ja, Kapital will ich noch nicht mal sagen, aber ähm, ja, irgendwie so sein eigenes. Weil ich denke, viele gerade die im Actionfigurenbereich unterwegs sind, werden sich bestimmt ganz, ganz oft Dinge holen, die sie als Kind schon hatten und jetzt wieder haben. Oder was sie als Kind halt nie bekommen haben und holen sich das dann letzten Endes. Ja, und ja, aber alles hat irgendwo seine Zeit. Mein Sammelgebiet hat sich halt ähm, ja in eine andere Richtung entwickelt, letzten Endes. Es gab ja, der Opa erzählt jetzt mal vom Krieg. Also ähm, es gab ja wirklich eine Zeit, die ist gar nicht mehr nachvollziehbar. Gerade auch im Star Wars-Bereich, da gab es nichts oder so gut wie nichts. Nicht, dass es zig Hersteller gibt für Actionfiguren, Props, Requisiten, Repliken, auch was ihr hier teilweise seht und so weiter. Das gab es einfach nicht. Also nachdem die Zeit der Hasbro-Figuren, damals Kenner, Entschuldigung, war, ja, da hat man sich irgendwie über Wasser gehalten. Und ich kann auch für mich sprechen, das Interesse flautete, aber ich meine, ich bin Ende der 70er geboren, das heißt, ihr könnt euch dann jetzt ungefähr ausrechnen, wie alt ich bin. Und es wurde auch teilweise abgelöst. Ja. Und man entwächst den auch, ne? Man wird Teenager, wobei ich für mich sagen muss, ja, Interessen haben sich definitiv verändert, aber so ein paar Sachen sind immer noch geblieben. Dann kam 93 kam Jurassic Park, da gab es auch so zwei, drei Sachen, die man sich einfach ganz gerne hingestellt hat. Aber der Star Wars-Bereich war dann so ein bisschen tot. Und bei mir persönlich ging es dann erst wieder los oder nebenbei. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wann das jetzt wirklich, welches konkretes Jahr das war. Ich habe durch meinen Vater und mit meinem Vater habe ich so eine kleine Modellbauleidenschaft gehabt. Und da gab es dann auch von der Firma AMT Oertel gab es dann auch Star Wars Kids. Die haben die Bausätze schon, ich glaube, auch wirklich zum Filmstart Ende der 70er, Anfang der 80er hergestellt. Und die wurden auch dann in den 90ern, Anfang 90er, Mitte 90er nochmal neu aufgelegt. Dann gab es dann ähm, neue Verpackungsdesigns und Co. Es waren teilweise die gleichen Kits und ein paar neue dann halt. Ich habe dann einen AT-ST gehabt, einen AT-AT gehabt, Millennium Falcon, dann zusammengebaut und das war so, was es aktuell so an Star Wars Sachen gab. Ne? Parallel dazu kam dann die Thrawn-Roman-Trilogie von Timothy Zahn raus. Ähm, Aber das war's dann. Bis dann der Paukenschlag kam und Hasbro verkündet hat, sie bringen eine neue Star Wars Actionfigur-Linie raus. Diese, ich weiß gar nicht, ob die erste Wave schon Power of the Force hieß, da bin ich mir nicht mal ganz sicher. Und die kam 1995 raus, Ende 95, Anfang 96. Kennt vielleicht der eine oder andere, man war total heiß drauf, oh, es geht wieder los, dann hat man das Ergebnis gesehen und naja, es war halt ernüchternd. Also ne, Luke sah so ein bisschen aus wie jemand bei Temu bestellt letzten Endes, ne? Alle so breites Kreuz, ganz, ganz furchtbares Gesicht. Aber es war was Neues. Und man hat es trotzdem, also ich kann nur für mich selber sprechen, ähm, ja, man hat es angeguckt und gesagt so, ja, irgendwie so toll ist es, aber es war einfach nach dieser ganzen Durststrecke, nachdem an, an Merchandise und Co. nichts kam, war das ja ein Quantensprung irgendwie. Es gab wieder was. Es gab wieder was
Und das war die erste Wave. Ich glaube, der Stormtrooper war, glaube ich, nicht in jedem Case dabei. Ich erinnere mich dunkel, dass der teilweise ziemlich rar war oder man den nicht so leicht einzeln bekommen hat. Und dann gab es ja den X-Wing TIE Fighter und den Millennium Falcon. Und das war ja im Endeffekt, waren es ja eigentlich Repaints der alten Kenner-Molds. Also man hatte sich teilweise einfach gemacht, aber gerade wenn man als Kind davor diese Sachen gesehen hat, das war so, man hat was Neues, aber irgendwo was Vertrautes gehabt. Und ja, das war auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich bin da auch eine Weile beigeblieben. Da kommen jetzt diese 30 Jahre her. Aber das war für mich mein persönlicher Punkt, dass ich wirklich wieder aktiv gesammelt habe im Bereich Filmfiguren, Star Wars Merch. Zu dem Zeitpunkt kam ja auch McFarlane Toys ganz groß raus mit den Spawn-Figuren sowieso, aber die hatten auch eine Movie Maniacs Serie, hieß die. Das waren halt etwas höherwertigere Actionfiguren, basierend auf Filmcharakteren. Da gab es einen Scream Stalker, also hier den Ghostface von Scream, Michael Myers, ich glaube, einen Freddy Krueger gab es auch. Snake Plissken von Escape from LA war das, nicht New York in dem Fall, mit so einem kleinen Aufsteller. Und ja, da ging es für mich persönlich halt wieder los. Da kommen für mich diese 30 Jahre her. Und ich habe das eine Zeit lang auch beibehalten. Ich habe die Star Wars Actionfiguren Waves auch relativ komplettiert. Ich meine bis ungefähr 2001, 2002. Und dann gab es halt ja, irgendwann wurde man der Sache müde. Ne? Zu dem Zeitpunkt war ich halt Anfang 20 und ja, man hat halt so Püppchen gehabt, Figürchen gehabt, die waren dann irgendwo nicht mehr meins. Und dann begann ja die glorreiche Umstellungszeit von den ja, High-End Collectibles. Das diverse Firmen, angefangen wie auch hier Sideshow und Sideshow Weta zu den Herr der Ringe Figuren, angefangen haben, halt Statuen, Büsten und Co. rauszubringen letzten Endes. Und dann gab's auf einmal gab's einen Bereich von nicht komplett High-End, aber höherwertigeren Sammelstücken. Also weg von den, weg von den Actionfiguren, weg ähm, von ich nenne es mal böse Spielzeugcharakter, hin zu ja, Repliken oder Dekorationsobjekten. Und das ist dann so ein Zug, auf den ich dann aufgesprungen bin. Mit den Gentle Giant Büsten und Kutubikia-Statuen. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Pläne für den Kanal. Ich werde euch da gerade aus dem Bereich gerne nochmal das eine oder andere zeigen, allein um mich selber auch nochmal wieder in diese Anfangszeit zurückzuversetzen, weil das war gewissermaßen eine Pionierzeit und das war echt schön. Daraus ist auch, das waren ja noch die Anfänge des Internets letzten Endes. Ich bin dann auch auf ein Collectible-Forum gestoßen, die Last Alliance. Ähm, Das war, ich glaube, ursprünglich ist das aus einem Thread ich glaube, in einem Film- oder DVD-Forum entstanden, wo sich dann Leute halt getroffen haben. Da gab es so ein Unter-Thread. Ich weiß nicht, wer Foren noch kennt. Schöne Sache, ist fast wie Facebook-Gruppen, nur dass man das irgendwie gefilterter und kontrollierter lesen kann. Aber naja, das nur am Rande. Und ja, da bin ich halt drüber gestolpert und dann ist man halt dann auch wieder in diese ganze Welt reingestoßen. Ne? Dass es dann in so vielen Bereichen auf einmal diesen Boom an Figuren und Statuen gab. Eine Zeit lang war es ja auch so, als die DVD aufkam, da gab es ganz oft diverse Special Editions bei den DVDs. Da waren ja nicht nur die Verpackung schöner oder einfach nur ein Steelbook oder ähnliches, sondern vielleicht kennt es der eine oder andere, es gab die Herr der Ringe Extended Edition, da war dann eine Gollum-Statue von Weta dabei oder die Argonaut-Buchstützen
Ich habe noch einen Hellboy aus der Limited Edition, auch eine Sideshow 1:6 Büste. Und ja, das vermischte sich irgendwo. Und dann ist man da irgendwo drauf hängen geblieben. Ähm, ja, und das bin ich letzten Endes bis heute. Es ist weniger geworden, definitiv. Man geht selektiver vor. Es ist auch so, dass teilweise, gerade im Star Wars-Bereich, nachdem Disney halt übernommen hat, durch die gestiegenen Lizenzkosten etc. sind die Preise einfach explodiert. Mal so als Beispiel, ich habe also Mitte der 2000er oder selbst so bis Jahr 2008 oder 2010 hat so eine 1:6 Gentle Giant Büste ähm, im Schnitt irgendwo zwischen 40 bis 50 Euro gekostet. Und das hat sich ja bis vor kurzem ja fast verdreifacht. Teilweise noch extremer bei Exklusiven letzten Endes. Und das war für mich ja auch der Punkt, dass ich manche Sachen halt einfach nicht mal einsehen. Ich meine, viele haben gesagt, Budgets sind dafür da, überschritten zu werden, aber irgendwo muss man sich das ja auch ja, mit sich selber vereinbaren können und da Spaß dran haben. Aber ich hole vielleicht gerade ein bisschen zu weit aus. Also, wie gesagt, ich möchte mir selber wieder mehr Spaß an meiner eigenen Sammlung geben oder das einfach wieder zu entdecken. Ähm, Manchmal entdeckst du auch einfach neue Kleinigkeiten. Du hast eine Figur, eine Statue hast du 20 Jahre rumstehen und dann packst du sie einmal bewusst irgendwie wieder aus oder schaust sie bewusst an oder packst sie auf den Drehteller und ja, dann denkst du so, ach, das Detail ist mir noch nie aufgefallen. Und das ist was ich auch gerne teilen möchte. Ähm, Ich weiß nicht, wen's interessiert. Wenn es jemand interessiert, freue ich mich, wenn ihr Fragen habt oder was wissen möchtet oder ähnliches. Gerne. Definitiv gerne. Dafür ist eine Kommentarfunktion da, dafür ist eine Sammler-Community da und die Erfahrung, die ich gemacht habe, die ist immer noch großartig, weil man wird durch eine Leidenschaft verbunden. Und ich habe gerade auch im Laufe der Zeit viele tolle Leute kennengelernt. Gerade wenn ich an diese Last Alliance Foren-Zeiten denke, ganz liebe Grüße, Sven, Lars, Darius und auch Sarah. Ähm, Wir haben immer noch Kontakt und es macht immer noch Spaß, sich mit euch auszutauschen, auch wenn es das Forum seit 2013 nicht mehr gibt, aus Gründen. Aber ja, das ist toll, dass daraus einfach was entsteht, letzten Endes. Ähm, aber ich schweife vielleicht, glaube ich, gerade so ein kleines bisschen ab. Aber ich wollte mal einfach ein paar Sachen jetzt einfach mal von der Seele reden. Ähm, und ja, warum YouTube? Und vor allem, warum jetzt? Ich habe letztens noch geguckt, ich habe meinen YouTube-Account seit 2006. Das heißt, mein YouTube-Account ist 20 Jahre alt und ich habe vor 4 Tagen mein erstes Video hochgeladen. Ich war immer schon so ein kleines bisschen mit diesem Gedanken schwanger, das zu machen. Ähm, und ich hatte jetzt einfach so diesen Punkt, einfach mal machen. Ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, der mag sich nicht unbedingt auf Fotos, der mag sich erst recht nicht von der Kamera letzten Endes. Aber ich habe aktuell echt Spaß daran, was ich tue. Und ich habe Spaß daran, mich in dieses Thema reinzufuchsen. Sei es Videoschnitt, sei es ähm, Ausleuchtung so ein bisschen verbessern. Ich meine, ich will hier keinen polierten Kanal haben oder sowas. Ich bin, wie ich bin. Ich bin authentisch, aber es gibt halt immer so kleine Stellschrauben, wo ich sage, na, hier kannst du noch was drehen, da kannst du noch was drehen. Und da habe ich Bock drauf. Da habe ich echt Bock drauf und ich habe wirklich noch ein paar Ideen. Ich denke, in den nächsten Videos machen wir ein paar kleine Zeitreisen, gehen wahrscheinlich gerade auf diese Jahrtausendwende, Anfang der 2000er ein bisschen ein mit diversen Themengebieten.
Ein paar Hersteller, ähm, die ich in der Sammlung habe, von denen vielleicht viele noch nie was gehört haben, weil die waren damals ja schon nischenmäßig. Natürlich werde ich auch, wenn mal wieder was Neues reinkommt, werde ich mal ein Unboxing-Video wieder machen, wie ich es bei der Goldenen Halle gemacht habe. Das kam ja echt, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Ich habe einfach, das Ding kam an, ich habe echt Spaß dran gehabt und ich dachte, ach komm, als erstes Video machst du ein Unboxing-Video. Das Ding ist, stand heute 4 Tage online und ja, ist, ich glaube, 122 Mal aufgerufen worden. Wie lange es geguckt worden ist, ist mir auch egal. Aber allein die Tatsache, dass das so oft angeklickt worden ist. Wie gesagt, ich mache das nicht für irgendwie Fame-Geilheit, Klick-Geilheit oder wie auch immer. Aber es ist trotzdem schön. Es ist trotzdem schön, das zu sehen, dass es ankommt und davon bin ich weiß nicht, wer das jetzt hier gerade schaut, der das andere Video geguckt hat. Auf jeden Fall vielen Dank. Wie gesagt, gerne auch Kommentare, gerne Feedback. Ich habe so viel positives Feedback aus meiner kleinen Bubble bekommen. An der Stelle ganz liebe Grüße an den DSD, an den Gore-Minister und auch an die Regie. Das sind, ja, ich sag mal, kleine YouTube-Kanäle, die aber alle nein, nicht die, ah, ich mache ein One-Take-Video, ne? Ich werde das jetzt nicht schneiden. Ähm, was alle irgendwie verbindet, ist, die haben alle Spaß an der Sache, die nehmen sich alle nicht zu ernst und die sind authentisch dabei. Und das ist ganz toll. Und ich mag diesen Austausch dann dabei. Definitiv super gerne. Ähm, an der Stelle wirklich danke nochmal für die Inspiration. Ähm, dieses mach doch einfach mal. Ja. Und genau darum sitze ich jetzt hier. Ja. Ansonsten noch großes Dankeschön auch an Dennis und Kamel. Beste Freunde, die es gibt. Aber auch da, danke für das tolle Feedback. Danke, dass ihr mich leiden könnt, wenn ich es manchmal nicht kann. Ja, ja, Authentizität. So, echte Gefühle muss auch mal sein. Ähm, ja, ich komm langsam zum Abschluss. Fasse diesen Kanal oder meine Einstellung zu diesem Kanal mit einem Satz zusammen. Ich habe Bock. Ich habe einfach Bock. Ich habe Spaß daran. Ich habe, wie gesagt, diverse Ideen. Ähm, wir werden Unboxings machen, wir werden Retrospektiven machen, wir werden ja, einzelne Stücke betrachten und ja, einfach Spaß an der ganzen Sache haben. Und das ist doch einfach das Wichtigste. Kein Unken, kein Nein, sondern einfach jeder, der Bock drauf hat, was zu sammeln, sich oder neugierig ist auf Sachen, die über den Tellerrand hinaus so ein bisschen gehen und was es dann noch so gibt und Co. Ähm, das ist das Schönste, was man haben kann, letzten Endes. Ja. Also in dem Sinne, danke für eure Zeit. Danke danke vorab für Feedback, für nette Worte, für kritische Worte auch. Ähm, daran kann man nur wachsen, daraus lernt man. Ähm, ich habe Spaß, ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei. Ähm, wenn ihr, ja, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt,
wie es hier weitergeht. Ne? Ihr kennt das Spielchen ja, ne? Hier Glocke abonnieren, Like da lassen, auch immer schöne Geschichte. Ähm, ja, freut mich echt. Und ja, ich kann nur sagen, bleibt gespannt und habt eine gute Zeit und denkt immer daran, wer spinnt, hat mehr vom Leben.